Mein Name ist Stefanie Kehr. Ich bin selbstständige Floristin in Hamburg, habe 3 Blumengeschäfte in Hamburg City, in Eppendorf und in Blankenese. Das Schöne an unserem Beruf ist halt einfach, dass wir wirklich überwiegend schöne Momente vermitteln und positive Vibes um uns herum haben. Und das macht halt glücklich. Viel Inspiration kommt eigentlich durch unsere Kundschaft und durch die Kundschaft, die unsere Standorte mit sich bringt. Viele haben natürlich eigene Ideen, sind selber super kreativ, machen uns schon quasi Vorschläge, wie wir einen Strauß kreieren sollen. Daraus werden wir wiederum auch total inspiriert. Also das erweitert so den Horizont, finde ich, und man kann so schön Gedanken teilen und daraus dann gemeinsam Sträuße oder Gebinde kreieren oder schöne Vasenfüllung machen. Zu Hause macht für mich immer so einen Ort aus, natürlich total abhängig davon, welche Person man um sich herum hat, finde ich. Die machen immer ganz, ganz viel für ein Zuhause aus. Zuhause bedeutet vor allem für mich ganz im Gegenteil zu dem Ladenalltag, der super trubelig ist, wo ich immer viele sehr junge Leute auch um mich herum habe, sehr viel Farbe um mich herum habe und von allen möglichen Seiten beeinflusst bin. Ganz im Gegenteil dazu ist das Zuhause, finde ich, eigentlich eher ein Ort der Ruhe, ein Ort, um Gedanken kreisen zu lassen, um auch kreativ zu werden natürlich, um Ideen zu sammeln, aber vor allem, um runterzukommen und auch mal ein bisschen Ruhe und Stille zu genießen. Welchen Raum ich besonders schön finde bei uns in der Wohnung, ist eigentlich Wohn- und Essbereich. Das geht ineinander über. Hier findet das Leben statt. Hier sitzen wir gemütlich mit Freunden beim Essen oder gehen dann auch rüber in den Wohnbereich und genießen Sonnenuntergänge und haben hier das schönste Licht und fühlen uns hier eigentlich am wohlsten. Ja, welche Rollen Teppiche für uns mittlerweile spielen, merken wir gerade jetzt, wo wir halt wirklich wieder welche haben. Wir haben ganz, ganz gezielt nach einem Teppich gesucht für den Essbereich und wir haben so einen schönen Esstisch mit so schönen Stühlen und die quasi, das Interieur quasi mit dem Boden zu verbinden, das war irgendwie unsere Aufgabe und ich finde, so ein Teppich wirkt quasi wie eine kleine Bühne für schönes Interieur und haben jetzt einen tollen Sisal-Teppich drunter gelegt unter den Esstisch und es macht es wohnlich und präsentiert so einen hochwertigen schönen Esstisch mit schönen Stühlen drumherum einfach wesentlich besser.